Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Guten Morgen zusammen, ihr Lieben. Wir machen eine Botschaft für den Tag heute. Ich bin gespannt, was ich euch mitteilen darf. Und hier möchte die Romantik ins Leben einziehen. Etwas möchte genesen, was in diesem Bereich vielleicht auch nicht stattfindet. Hier spielt auch Zeit eine Rolle. Zeit, die man sich dafür nimmt, vielleicht sich wieder näher zu kommen oder sich in diesem Bereich einfach etwas so zu gestalten, wie es eben für jeden Einzelnen möglich ist. Für irgendetwas ist die Zeit abgelaufen und irgendetwas darf sich verändern. Mit dem göttlichen Zeitplan haben wir ja immer auch das Thema, dass wir die Zeit nicht vorantreiben können, dass wir versuchen, so gelassen als möglich an die Dinge ranzugehen. Was ich hier schön finde, ist, dass wir uns hier im Unterbewusstsein schon ein ganz schönes Stück Gelassenheit angeeignet haben. Das finde ich super, denn da hast du einfach nicht immer diesen Druck, du könntest was verändern oder du müsstest noch was tun oder du machst zu wenig, ne? Sondern da lässt man vielleicht auch mal etwas beiseite und nimmt sich die Zeit. Man wird nicht unruhig, man fühlt sich eingebunden ins All-Eins-Sein. Hier liegt das Vertrauen in der Vergangenheit, ne? Möglicherweise hat man sich hier sehr stark schon vorgearbeitet in diesem Thema. Man hat manifestiert. Im Moment ist hier auch eine gute Zeit für Genesung zu manifestieren oder dass einfach im Leben die Romantik auch mal wieder eine Rolle spielen darf. Das Thema hatte ich auch, glaube ich, noch nie in der Mitte. Im Vertrauen sein, der göttliche Zeitplan wirkt. Wir können manifestieren. Wir haben hier irgendwie ein gutes Fundament. Ne? Dieses Fundament sagt uns, bleibe gelassen, du brauchst dich hier nicht anstrengen oder bemühen. Hier wirkt ein Prinzip von alleine. Hier hat man das Urvertrauen. Denkt daran, das ist eine kollektive Legung. Man ist selber in der Situation des geistigen Wachstums. Das bedeutet für mich auch, man versteht vieles, man hat Erfahrungen gemacht. Die Träume spielen eine Rolle. Da kann ich im Moment ein Lied davon singen. Also meine Träume könnten eine Bibliothek voller Filme geben. Da ist wirklich alles dabei. Es war bei mir immer schon stark, aber ich kann jetzt zum Beispiel auch meine Träume anhalten, kurz aufstehen, wieder ins Bett liegen und am gleichen Punkt weiter träumen. Also das Unterbewusstsein spricht hier, gibt Infos. Man hat ja vielleicht auch dieses, für viele ist Loslassen ein Problem, weil man doch ständig die Kontrolle über was haben will und das passt sehr gut in dieses Szenario, denn hier ist ein guter Boden gelegt für das Eingebundensein ins Leben. Und ich finde die Karte immer so genial, wenn die kommt, denn die zeigt eigentlich die Sinnlosigkeit des Festhaltens. Sie hält einen schweren Krug. Da ist Wasser drin, sie braucht 2 Hände, das kostet Kraft. Hier läuft das Wasser raus und am Ende ist der Krug leer. Also vergebene Liebesmüh sozusagen. Wenn der göttliche Zeitplan wirkt, da kannst du machen, was du willst. Du kannst im Prinzip nur bedingt eingreifen und es dir selbst leichter machen. Hier ist die Freiheit zu sehen für uns. Wow, das ist hier ein sehr spezielles Thema.
Man sieht hier einfach verschiedene Lebensstationen, ne? Das Kinderdasein, das Vertrauen in die Welt, das Loslassen, das geistige Wachstum und unten haben wir noch die Selbstliebe, ne? Hier ist ein großer Genesungsprozess zugange, der uns in die Freiheit führt. Die Endkarte hier ist das, auf was wir uns hinarbeiten. Hier befreit sich etwas, was wir vielleicht auch über längere Zeit gelernt haben. Verbunden zu sein in diesem Wissen, wir können nicht im Leben alles kontrollieren und trotzdem nicht durchzuhängen oder durchzufallen. Hier wird auch ein großer Stein bearbeitet, der aus dem Bereich Selbstliebe kommt. Kinderdasein. Da können wir, glaube ich, oder viele von uns können da ein Lied davon singen. Und wir haben hier als Zusatzkarte die Sicherheit. Hier nennt sich die Karte Feuerhelle Höhle. Die Karte passt auch unwahrscheinlich gut dazu, denn die sagt uns einfach, es ist egal, was um dich herum passiert. Wir haben hier die Gelassenheit. Du bist safe, du bist in guten Händen. Du wirst bewacht von oben, vom Schutzengel. Du kannst dich entspannen. Und wenn du getan hast, was du getan hast, ja, oder was du tun musstest, dann lass los. Du kannst nicht mehr machen. Mach mal eine Pause, entspanne dich, gib die Kontrolle ab und bleib trotzdem gelassen. Das ist ein Wahnsinnsthema, aber ich kann es an mir selber reflektieren. Früher konnte ich das überhaupt nicht. Da hat eine Situation, die ich nicht kontrollieren konnte, in mir etwas ausgelöst. Das wollt ihr gar nicht wissen. Mittlerweile merke ich, dass ich mir erarbeitet habe, dass ich jedes Jahr ein bisschen besser damit umgehen kann. Und wenn wir gucken, ich werde dieses Jahr 50, ne, wie lang sich sowas manifestiert oder mit dem wir dann umgehen müssen. Und hier liegt die Freiheit und die Sicherheit, das freut mich enorm. Freiheit ist sowieso ein Zustand, den kannst du nicht bezahlen mit keinem Geld der Welt. Ehrlich zu sich sein, wissen, was man möchte, sich anzugucken, wo mache ich mir vielleicht selber auch was vor, wo bin ich vielleicht an einem Platz, wo ich sage, ich bin schon im Vertrauen und ich bin gelassen, aber irgendwo hakt es doch noch. Man kommt auch auf das Thema an, existenzielle Themen, da ist es dann nochmal ein bisschen schwerer als bei Partner, die du ziehen lässt, weil du jemand anderen hast oder so. Hier ist das perfekte Timing, ne? Der göttliche Zeitplan ist am Wirken, der richtige Zeitpunkt ist da. Und wir gehen hier auch wieder eine Stufe nach vorne in unserem Leben. Und hier kommt noch sei locker, diese klassische Karte, die auch sagt, ne, hör mal auf zu kontrollieren. Dann werden sich die Türen auch für dich öffnen und die nicht aufgehen, die sollen auch nicht. Okay, ihr Lieben, schauen wir noch nach einem Glücksimpuls. Dann wünsche ich euch einen wunderbaren Tag heute. Wir schaffen das. Ich drücke euch bis morgen.